Hi, ich bin Bennett und wir machen heute Reifenwechsel und zwar mit Schlauch für die Enfield und ohne Schlauch für die BMW. Für die Enfield gibt es hier einen schönen Klassikreifen. Die soll ja verkauft werden und deswegen muss sie noch TÜV haben und für den TÜV brauche ich leider neue Reifen. Und für die BMW als Reiseenduro kriegt jetzt auch genau wie meine Africa Twin einen K60 Scout von Heidenau. Legen wir los. Nachdem man dann mit ein bisschen Mühe das scheiß Ding ausgebaut hat, ist natürlich zuallererst mal Luft ablassen. Kann man hier diese Ventilschraube lösen. Und dann, das schauen wir uns am besten bei den schlauchlosen Reifen an, muss man eigentlich jetzt den Reifen von der Felge lösen. Das scheint aber bei diesen Klassikreifen hier gar kein Problem zu sein. Das drückt sich hier schon fast von alleine weg. Nummer 1, am Ventil starten, am Ventil enden. Also beim Abziehen am Ventil starten, beim Aufziehen auf der gegenüberliegenden Seite anfangen. Und das zweite ist, je länger diese Wechseleisen sind, desto leichter tut man sich. Gerade bei den großen Enduro-Reifen, Reise-Enduro-Reifen, sollte man da nicht nur 30 cm lange haben, sondern deutlich längere. Und man kann natürlich hier immer noch so ein altes Tuch mitnehmen, wenn man sich die Felgen nicht kaputt machen will. Bei den Reise-Enduros ist mir das relativ Wayne, aber bei den schönen Enfield-Reifen hier verchromt, da will ich dann doch nicht unnötig viele Kratzer reinmachen. Da ist dann jeder Reifen doch wieder irgendwie ein bisschen anders. Also normalerweise kommt man jetzt relativ gut an den Schlauch ran und kann den sich halt quasi am Ventil packen mit einer kleinen Zange und den jetzt schon mal rausmachen. Aber der Reifen liegt hier so tight an, dass ich den jetzt einfach so runterruppe. Und dafür lohnt es sich, den noch mal ein bisschen einzuschmieren. Dann ist es einfach viel leichter. Zum Einschmieren hat sich übrigens Silikonspray relativ gut bei mir bewährt. Einfach, wenn man das überall hinsprühen kann. Und dann kommt es halt auch dahin, wo es wichtig ist. So, das längste Eisen, das man findet. Ein kleines Tüchlein. Und dann, wenn man das hier geschafft hat, auf der anderen Seite wieder rauszukommen, dann kann man das hier einfach so rüberdrücken. Und da lohnt sich halt wirklich die Schmierung, wenn man das dann einfach hier über die Felge gefluppt kriegt und braucht ein bisschen Geduld. Aber Reifen auch einschmieren beim Abmachen lohnt sich. Zack, runter. Und diesmal kratzerfrei. Das ist auch ein ganz schön fetter Schlauch. So. Jetzt kann man sich hier einmal das Felgenband angucken. Das sieht aber für sein Alter echt noch gut aus. Auch hier gilt dann halt schon aus Pflegegründen einmal Felgenband und die Felgeninnenseite
einsprühen. Jetzt brauchen wir das neue Zeug. Zum Mitschreiben lange Wechseleisen. Ein fester Untergrund ist auch sinnvoll. Ein fester Untergrund, der jetzt nicht unbedingt eine Steinplatte oder ein Betonring ist, sodass man sich bei der Felge nicht so schwer tut, und wenn die Felge noch eine Bremsscheibe hat. Das ist sowieso besser, wenn das ein bisschen geschützt ist. Alles schön immer einjodeln. Wie gesagt, ich nehme am liebsten Silikonspray, weil das einfach überall am einfachsten hinzukriegen ist. Felge einjodeln. Dann schön den Reifen von innen. Und natürlich auch von außen. Jetzt müsste man auf die Rotationsrichtung achten, aber die ist in dem Fall bei den Klassikreifen scheißegal. Also drückt man sich das jetzt hier einfach so drauf. Und wenn man Glück hat, dann geht diese Seite da eigentlich relativ easy rüber. Oder man muss nur ganz leicht nachhelfen. Zack. Passt das schon? Fast. Zack. Die Seite ist immer leicht. So, als nächstes Schlauch. Und das geht am besten, wenn man da schon ein bisschen Luft reinmacht. War schon ein bisschen viel. Nur so, dass der so ein bisschen Form kriegt. Da muss nicht viel Luft rein. Und dann ist auch hier wieder den Schlauch nicht zu knauserig. Und dann das hier, das muss so fluppen. Das muss so richtig schmierig sein. Ventil zu Ventil. Und auch hier ist das Einfachste, am Ventil anzufangen. Schlauch drin, damit man möglichst wenig Risiko hat, den Schlauch wieder kaputt zu machen. Auch hier nochmal ordentlich nachjustieren. Gilt wie am Anfang gesagt, am Ventil enden. Also fangen wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite davon an. Fixieren kann man das wunderbar übrigens mit den Knien. Und wenn das nicht geht, kann man sich wunderbar eine Schraubzwinge nehmen, um den Reifen hier zu fixieren. Wenn das so gut geschmiert ist, dann geht er tatsächlich hier relativ easy drüber. Also das ist hier bei den Schlauchreifen eine relativ simple Angelegenheit. Zack. Und dann hat man schon. Und jetzt muss man nur hoffen und beten, dass der Schlauch auch wirklich Luft hält. So. Normal hat der Reifen, glaube ich, bei voller Ladung 2,7. Hier steht es auf dem Reifen steht es jetzt sogar drauf, 33 PSI. Das sind so 2,7 Bar. Und zur Montage mache ich da immer so ein knappes Bar mehr, dass der sich ein bisschen recht schön aufplustert und dass der Schlauch dann auch schön den Reifen an die Felge drückt. Ja, jetzt haben wir alles angeschmiert, also müssen wir jetzt nur noch putzen. Man seid mit der Schmierung echt nicht zu sparsam. Also gerade bei den Schläuchen, der muss so richtig fluppen. Das muss so richtig weggehen. Und gerade die Schläuche, wenn die schon ein bisschen länger auf Lager lagen, dann saugen die das Zeug dermaßen auf, dass man da ruhig 2- oder 3-mal drüber gehen kann. Dass der so richtig schön glänzt und dann fast so von alleine so wegfluppt. Und der Sponsor des heutigen Videos bin
ich selbst. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal hier drauf. Auf der Website benensmototours.com findet ihr GPX-Files, Bildbände demnächst und auch für Lau meine ultimative Packliste. Die Enfield ist final fertig, hat komplett neue Schlappen gekriegt. Als nächstes geht es jetzt an die BMW. Das wird noch mal ein bisschen spannend, weil das sind schlauchlose Reifen. Und da muss man immer so ein bisschen mehr, das kann mehr Probleme machen, aber runter sollte erstmal halbwegs identisch sein. Mit ein bisschen Improvisation, weil kein Hauptständer, habe ich es jetzt doch geschafft, das Vorderrad runterzunehmen. Und bei den Reifen ist es jetzt so, dass ich jetzt zuallererst mal die alten Wuchtgewichte runter mache. Im Gegensatz zu den Enfield-Reifen werden wir die hier natürlich noch wuchten. Das bringt uns zu dem ersten wirklichen Problem. Den Reifen muss man jetzt natürlich viel, viel heftiger von der Felge lösen als einen reinen Schlauchreifen. Man kann dazu, wenn man ein zweites Motorrad hat, den Seitenständer vom zweiten Motorrad nehmen, das einfach da hinlegen, das Motorrad quasi mit dem Seitenständer draufstellen. Was auch manchmal ganz gut funktioniert, sind mit so großen Schraubzwängen das dran zu drehen und dann quasi runter zu drehen. Hat auch schon funktioniert. Muss man halt immer ein bisschen gucken. Was ich allerdings jetzt mal versuchen werde, ist, ich werde das hier einfach in meinem Schraubstock machen. In der Hoffnung, dass das einfacher geht als die anderen beiden Sachen. Mit dem Motorrad geht es eigentlich immer, wenn man ein zweites Motorrad hat. Mit den Schraubdingern kann mal gut gehen. Der hier hat eigentlich genug Wumms, dass er den auf jeden Fall löst. Das ist jetzt halt die Frage, ob er auch breit genug ist. Ich auf die Felge. Das sollte geklappt haben. Das hat tatsächlich auf einer Seite geklappt, auf der anderen noch nicht. Ja, mit dem Motorrad geht's immer. Das ist das gleiche Spiel wie vorher. Nur, dass es ein bisschen einfacher gehen sollte, weil ich jetzt erstens nicht mehr so doll auf die Felge aufpasse und zweitens, weil der Reifen nicht ganz so ultra alt ist. Start at the Wolf, finish at the Wolf. Das macht im Übrigen auch immer Sinn, gerade am Anfang und am Ende beide zuerst anzusetzen, bevor man schon mal einen aufhebelt. Wenn man mal immer so einfach dazwischen kommen würde. Jetzt. Guck. Ja. Ja. Da hast du recht. Das ist scheiß mühselig. So. Der Reifen ist runter. Die Felge ist geputzt. Alles wie immer, auch wie bei den Schläuchen. Und jetzt ist es eigentlich auch immer noch wie immer. Ist auch noch aktuell gar keine Änderung. Außer dass man jetzt natürlich in dem Fall auf die Laufrichtung achten muss. Und wir wollen wieder Schmierung. Einmal Felge und einmal Reifen. So, das ist das gleiche Spiel wie immer. Die Seite sollte sich noch halbwegs mit Körpergewicht andrücken lassen. Ansonsten hilft man halt minimal nach. Oh. Kein Wert auf saubere Felgen legen lohnt sich übrigens.
So, wir müssen keinen Schlauch reinziehen. Ein einziger Vorteil. Und natürlich wieder auf der gegenüberliegenden Seite vom Ventil. Flupp. Zack, zack. Sind zu mutig, kleine Distanzen helfen, Geduld mitbringen. Passt. Jetzt haben wir nur noch das Problem, dass wir einen schlauchlosen Reifen haben und der die Luft natürlich nur hält, wenn er an der Felge liegt. Manchmal hat man Glück, wenn man einen Kompressor hat, der da schnell genug Kram reinmacht. Und es gibt auch noch diese, ich weiß nicht, ob es die nur im Internet gibt, aber diese Möglichkeit, da halt irgendwie ein bisschen was Brennbares, Bremsenreiniger oder so ranzumachen und dann das anzuzünden, sodass der sich dann selber an die Felge anlegt. Ich weiß nicht, ob das Humbug ist. Auf jeden Fall will ich jetzt hier nichts in der Garage abfackeln. Es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit. Und der Trick dabei ist Spanngurt. Schön gerade auslegen und einmal quasi um den Reifen rum. Rum. Das mit dem Spanngurt funktioniert übrigens top. Luft ist drin, hält alles und jetzt muss ich den nur noch wuchten. So einen Wuchtbock gibt es im Übrigen für 30 € beim Amazon. Und wie man das macht, ist auch immer relativ easy. Man sucht sich mal eine Stelle, ich nehme meistens am liebsten das Ventil oben. Also es muss natürlich alles perfekt in Waage sein. Und dann kann man sich einfach quasi das Ding nach oben drehen. Das Ventil ist oben und dann kann man es einfach loslassen. Und dann pendelt der sich aus. Und wenn der fertig ausgependelt ist, dann ist die schwerste Stelle vom Rad unten. Und dann gibt es halt hier diese Wuchtgewichte mit selbstklebendem Gedöns. Und die klebt man dann quasi einfach oben an die Felge, da wo es halt fehlt. Fertig ausgependelt. Und dann muss man sich hier einfach ein bisschen diese Dinger nehmen. Und dann sollte man natürlich vorher noch einmal die Felge mit Bremsenreiniger ordentlich sauber gemacht haben, damit das ganze Schmierzeug vom Reifenwechsel jetzt nicht mehr die Wuchtgewichte den Kleber ruiniert. Man kann da im Übrigen nicht viel falsch machen, weil man muss es ja sowieso so oft machen, bis es sich quasi auspendelt. Also ich habe jetzt hier mal einen guten Batzen hingeklebt, 20 Gramm. Und jetzt dreht man das quasi immer viertelweise weiter. Also die beiden sind jetzt da. Jetzt drehe ich mir die hier quasi auf ein Viertel. Und dann lassen wir es wieder ein bisschen pendeln. Und ein paar Wuchtgewichte später passiert jetzt hier gar nichts mehr. Vierteldrehung und dann wirklich ihn von ganz alleine loslassen. Und wenn sich nichts mehr bewegt, alles easy. Also, das waren meine Reifenwechseltrips mit und ohne Schlauch. Zusammenfassend kann man sagen, Silikonspray finde ich mega als Schmiermittel, weil man das halt überall hinsprühen kann, da wo man das halt an dem Moment braucht, wo der Reifen über die Felge gleiten soll. Ein Wuchtbock ist schön, wenn man halt viel Autobahn fährt, auch für die Radlager und sowas wahrscheinlich total sinnvoll, die Räder auch zu wuchten. Mit dem Spanngurt um den schlauchlosen Reifen, dass er sich schön anlegt, funktioniert auch top. Und ansonsten schön langsam, langer Hebel und dann kriegt man das auch selber hin. Ob sich das jetzt lohnt, sei jetzt mal dahingestellt. Also gerade jetzt mit den schlauchlosen Reifen, da ist es halt auch so, die wechsle ich halt unterwegs wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so häufig. Also die schlauchlosen Reifen, wenn sie mal kaputt gehen, dann hat man so ein Reparaturset und fertig. Wenn ich jetzt einen Schlauchreifen habe, der geht unterwegs kaputt, wo ich einen neuen Schlauch einziehen muss, da ist es schon gut, das zu können, damit man so ungefähr weiß, was man da so machen muss und wie man da hinkommt. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen und wenn ihr es gut fandet, lasst mir doch einfach ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.